Wir sind in Kaschubien unterwegs, um ein bekanntes Freilichtmuseum zu besuchen. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau. Und wir sind zurzeit gerade in einem kaschubischen Freilichtmuseum im Ort. Den Namen schreiben wir unten hin. Den blenden wir lieber unten ein. Wir sind da noch nicht ganz fit im Aussprechen. Genau. Und vor allem dieses Freilichtmuseum, möchte ich gleich dazu sagen, liegt gleich gegenüber von unserem Campingplatz, auf dem wir gestanden haben. Kaschubien, das hat uns bis vor unserer Reise nach Polen auch so gut wie gar nichts gesagt. Und deswegen dieses Video, wir zeigen euch ein bisschen die Landschaft von Kaschubien. Wir befinden uns im Landschaftsschutzpark Weitsee, der 1983 gegründet wurde und eine Fläche von 178 Quadratkilometern umfasst. Den Mittelpunkt bilden einige Seen mit vielen Inseln. Hier etwas näher herangezoomt, da wo das rote Symbol ist, da liegt der Ort mit dem für uns so schwer aussprechbaren Namen und das Kaschubische Freilichtmuseum. Und dort werden wir uns etwas weiter umsehen. Der erste Tag in diesem kleinen Ort, der begann neblig, aber auch sonnig und das war natürlich für uns recht schön, denn wir sagten es ja schon, das Wetter gestaltete sich wechselhaft. Der Camperpark, auf dem wir gestanden haben, den haben wir übrigens gefunden über Park4Night. Auch mit dieser App waren wir in Polen unterwegs und sie war sehr hilfreich. Wir waren nahezu alleine auf diesem Platz, man konnte sich also nach Herzenslust irgendwo hinstellen, wo es einem gefallen hat. Satellitenempfang war möglich. Es ist so etwas baumbestanden, die ganze Geschichte, und man hat an den Versorgungs- und Toilettenhäuschen gearbeitet. Da wird einiges modernisiert für die Zukunft. Hier so ein Kochplatz, Wasserkocher da, Mikrowelle, Geschirr, hier der Außenplatz zum Abwaschen. Also alles, was man braucht. Die Lage ist eigentlich relativ ruhig. Es ist eine Straße in der Nähe, aber uns hat sie nicht weiter gestört. Hier ein Aufenthaltsplatz, die Strom- und Wasseranschlüsse. Und ja, das hier links, das ist das Gebäude, da ist die Ver- und Entsorgung auch direkt daneben. Alles modern und zweckmäßig. Ein Restaurant gibt es auch, aber das hat natürlich nur während der Saison offen. Camperpark, ja, ich kann es nicht aussprechen, sorry. Ja, und wir stehen hier vor einem Haus von 1870, also aus dem 19. Jahrhundert. Und hier in diesem Museum hat man viele Bauten aus Kaschubien zusammengetragen. Hier ein kurzer Blick aus der Luft auf einen Teil des Museums. Der Ort hat heute noch ca. 200 Einwohner, aber im 19. Jahrhundert, da gingen viele Menschen armutsbedingt aus diesem Ort weg, um woanders Arbeit und Auskommen zu suchen. Im Jahr 1906 hat dann das Ehepaar Theodora und Isidor Wulkowski die Initiative für dieses heutige Museum gehabt. Und heute ist dieses Museum, dieses Kaschubische Freilichtmuseum, quasi so etwas wie die wirtschaftliche Basis des kleinen Ortes. Dieses Freilichtmuseum ist auch gleichzeitig das älteste Freilichtmuseum Polens. Wenn ihr regelmäßige Besucher unseres Kanals seid, wisst ihr ja, dass uns auf unseren Reisen auch immer
sehr interessiert, wie und wo die Menschen in früheren Zeiten so gelebt haben. Sehr, sehr eindrucksvoll fanden wir auch den Besuch dieser kleinen kaschubischen Kirche im Freilichtmuseum. Die Kirche stammt etwa aus dem Jahr 1700, ganz genau weiß man es nicht. Zum Freilichtmuseum gehört auch noch ein kleines Restaurant. Und hier hatten wir die erste Begegnung mit regionaler Küche. In diesem Falle wollten wir unbedingt etwas Kaschubisches essen. Und wenn man dann einen ersten Blick auf die Speisekarte wirft, dann stellt man fest, wenn man so wie wir noch kleine Schwächen hat im Polnischen, dass die Karte nicht so ganz einfach zu verstehen ist. Aber mit Googles Hilfe und natürlich kann man auch die Bedienung fragen, sind wir dann fündig geworden und haben bestellt. Und man kann es gleich rundum sagen, diese Teigtaschen waren wirklich mega lecker und wir haben richtig Appetit bekommen auf die Erkundung weiterer regionaler Köstlichkeiten. Und mit denen sollten wir noch so eingehend Kontakt haben. Aber dazu kommen wir später, wenn es dann in Richtung Ermland-Masuren geht. Da könnt ihr euch freuen darauf, da haben wir noch viel regionale Küche ausprobieren dürfen. Mit diesen Bildern aus Kaschubien verabschieden wir uns und würden uns freuen, wenn euch das Video wieder gefallen hat. Kommentiert oder gebt uns ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ihr könnt euch freuen auf weitere wunderschöne Eindrücke aus einem ganz tollen Reiseland Polen. Und bleibt einfach dran. Nächste Woche geht es weiter. Tschüss!